Einen wunderschönen guten Morgen aus Südamerika. Wir stehen wieder hier in unserem Food Forest, Waldgarten auf Deutsch gesagt. Und dieses Video geht darum, um die Kosten des Waldgartens. Also wir haben hier 1600 Quadratmeter insgesamt und ich gehe jetzt darauf ein, wie teuer das war. Ja? Und für all die, die neu auf dem Kanal sind, sage ich einfach, stelle ich mich kurz vor, wer ich bin, was ich hier mache. Und ja, also ich bin ein ganz normaler Familienvater, zweier Kinder. Und irgendwann mal habe ich mir Gedanken gemacht, praktisch um die Ernährung, die wir haben gerade, um das ungesunde, verpackte Essen, Fast Food, aber auch so Sachen wie die ständige Unterhaltung mit den ganzen vielen Serien und alles Mögliche, ja. Und ich wollte was dagegen machen, ja. Und wenn ich so in die Zukunft schaue, ja, und anschaue, wie unsere Anbaumethoden sind, und die sind einfach überwiegend bestehen aus Monokulturen. Und wenn ihr euch dann damit beschäftigt, was Monokulturen praktisch mit den Produkten, mit den Lebensmitteln machen, dann werdet ihr ganz schnell feststellen, dass es gar nicht funktionieren kann, ohne Pestizide zu benutzen und ohne künstlichen Dünger zu benutzen, der uns krank macht. Und deswegen habe ich praktisch hier eine Alternative erschaffen. Ja, ich habe dafür auch nicht das Rad neu erfinden müssen. Das Wissen ist uralt, das hatten unsere Vorfahren. Permakultur gibt es in unzähligen Büchern. Und ich habe einfach viel Wissen praktisch hier reingepackt, viele verschiedene Sachen ausprobiert und kombiniert. Und wir haben ein sehr gutes Wachstum, ja, muss man sagen. Wir haben also, wenn ihr mal hier schaut, das ist eine sehr gesunde Grün. Wir haben unzählige Früchte schon ernten können, also wirklich kiloweise Früchte und Beeren. Und dieser Waldgarten ist erst 2 Jahre und 4 Monate alt. Für mich die einzige Lösung in meinem Kopf war einfach raus aus diesem Hamsterrad und rein ins Machen. Ja, einfach probieren, machen, nicht rumsitzen. Und auf diesem Kanal zeige ich auch Menschen, dass das alles, was ich hier mache, eigentlich sehr, sehr einfach ist. Ja, also was heißt einfach? Permakultur hört sich immer kompliziert an und man hat Angst, da loszulegen. Aber es ist theoretisch, dass das alles, was ich hier mache, ist nichts Kompliziertes. Ja, man muss es nur machen und es ist viel Arbeit am Anfang. Ja, also das kommt auch dazu. Entweder man kann das selber machen oder man kann das mit Mitarbeitern machen, was hier sehr gut möglich ist, weil die Mitarbeiterkosten im Vergleich zu Europa um einiges günstiger sind. Aber darauf gehe ich in mein Video ein. Also ich werde euch einmal dann Preise sagen von meinem Waldgarten mit Mitarbeitern, was ich hier hatte, und ich habe nicht so viele Mitarbeiter hier gehabt, aber ich werde auch darauf eingehen, dass es auch ganz günstig ist. Also wenn ihr auch nicht so viel Geld habt zur Seite gerade oder nicht so viel investieren wollt, besser gesagt, dann ist es alles auch ganz günstig zu machen. Und um es ganz kurz auf den Punkt zu bringen, wie wir praktisch diesen Waldgarten erschaffen haben, sage ich mal, es ist, wie gesagt, ich habe ja gesagt, es ist ganz einfach. Also Monokulturen pflanzt man immer ein Produkt, ein Lebensmittel voll auf ein Feld, ja, und es gibt nur dieses Lebensmittel praktisch. Und da, sage ich mal, erkennt sehr schnell Mutter Natur, dass es nicht gesund ist, ja, der Boden übersäuert und dann kommen die Schädlinge. Deswegen müssen wir immer mit der Pestizidenkeule kommen und Kunstdünger anwenden, was uns krank macht. Ja, deswegen Permakultur, also was wir hier gemacht haben, es war einfach nur ein Feld, ja, ein langweiliges, ödes Feld, sage ich mal, vor 2 Jahren und 4 Monaten, sage ich nochmal. Und dann haben wir hier ganz viel in Vielfalt gepflanzt. Also wir sind nicht nur auf die Ertragsbäume gegangen, sondern wir haben neben die Ertragsbäume sehr viele Biomassebäume gepflanzt. Ja, weil in der Natur ist es so, so wie im Wald. Im Wald, wenn ihr mal im Wald läuft, dann seht ihr da auch nicht nur eine Baumart stehen, sondern man sieht verschiedene Bäume, Sträucher und ähm, Büsche, ja, nebeneinander wachsen. Die gehen immer in Symbiose miteinander und ergänzen sich. Ja, also es gibt immer irgendeinen Strauch oder Pflanze oder Baum, was irgendeinen Nährstoff benötigt und einen anderen, der das praktisch abgibt. Und wir haben dieses System eigentlich hier angewandt, deswegen haben wir ganz viel Vielfalt hier reingebracht. Wir nutzen das Chop-and-Drop-Verfahren, heißt es. Das heißt, wir beschneiden die Biomassebäume, bringen diese ganze Biomasse auf den Boden. Die Mikroorganismen haben was zu essen und unsere Früchte, Beeren, Nüsse, und also wir probieren gerade wirklich alles Mögliche aus, was hier so wächst, um in unseren größeren Projekten das später dann installieren zu können.
Und das wächst wirklich eigentlich alles sehr gut. Ja, also wir haben schon immer wieder Schädlingsprobleme, das ist ganz normal, ja, die wollen auch was essen, aber nicht so, dass wir davon nichts essen, haben können, ja, zum Essen oder zum Verkaufen. Das heißt, man hat viel mehr Ertrag, als man eigentlich selber verzehren kann, sage ich mal, nur auf diesen 1600 Quadratmeter. Ja. Unsere weiteren Projekte haben wir ein zweites Projekt einmal eingepflanzt jetzt mit 10.000 Quadratmeter, also das ist gerade beim Einpflanzen, wir sind noch nicht fertig damit. Und in Planung ist das nächste große Ding bei uns, das ist wirklich ein Megaprojekt, das hat 500.000 Quadratmeter, hat nur der Waldgarten, aber das wird ein eigenes Ökodorf sein, sage ich mal, mit verschiedenen Attraktionen, aber darauf kommen wir in den zukünftigen Videos zu sprechen. Riesenbonus von dieser ganzen Geschichte des Waldgartens, sage ich mal, wir schenken auch sehr vielen Insekten. Ja, also wir haben auch Bienen hier zum Beispiel, aber auch andere Insekten. Dadurch haben wir Honig. Ja, das ist ein Bonus für uns. Aber auch wir schenken vielen Kleintieren und Vögeln ein Zuhause, sage ich mal. Und die sind hier auch ganz wichtige Schädlingsbekämpfer, sage ich mal. Und wenn ihr mal jetzt hier rüber schaut, ich habe vorhin hier reingeschaut, hier sieht man gleich ein Vogelnest sogar. Also muss man ganz leise sein. Wenn die Vogelmama vielleicht drin ist, sieht man, hier ist schön versteckt. Und da oben, genau, ja, super. Deswegen machen wir das wieder zu. Also man sieht, dass alles funktioniert, ja. Also das geht alles in Symbiose miteinander, nicht nur die Pflanzen, auch die Tiere und die Vögel. Und das ist ganz wichtig praktisch, um ein gesundes Wachstum zu haben, ja. Weil die Vögel, die erledigen uns die Schädlingsarbeit. Deswegen müssen wir Menschen nicht mehr mit den Pestiziden kommen und alles hier töten. Um euch ganz kurz zu erklären, warum sich Paraguay für uns sehr gut geeignet hat, ist einmal, also vielleicht vergesse ich auch ein paar Sachen, aber einmal ist die problemlose Bürokratie, sage ich mal. Also du kannst hier eigentlich alles problemlos pflanzen und auch bauen und tun und lassen eigentlich, was du willst, ja, und du wirst relativ in Ruhe gelassen von der Bürokratie. Was hier ein bisschen Problem an der Bürokratie ist, ist, dass sie so langsam ist, ja, aber die lässt uns dafür gut in Ruhe. Ja, also das ist ein guter Vorteil, sage ich mal, für solche großen Projekte. Ein zweiter Vorteil ist die Sonntage. Ja? Also Paraguay hat ungefähr 300 Sonntage im Jahr und das beschert uns ein sehr gutes Wachstum. Dazu kommt noch, wir haben sehr viel, sehr gutes Trinkwasser, also wirklich Trinkwasserqualität. Wir haben Tiefbrunnen, wir ziehen praktisch das Wasser aus der Erde rauf und das hat eine sehr gute Qualität. Also wir trinken das selber, ja, aber wir gießen auch die Waldgärten damit. Genau, ganz kurz zum Gießen zu kommen. Also wir gießen wirklich den Waldgarten bis jetzt nur im Hochsommer. Vielleicht werden wir das bei den größeren Projekten auch mehr machen, um einfach mehr Erträge zu erzielen, um dann noch schnelleres Wachstum zu bekommen. Aber Gießen ist hier aktuell nur notwendig, solange die Bäumchen eigentlich klein sind. Und wirklich nur in den ganz heißen Tagen habe ich hier bis jetzt gegossen. So jetzt, der Waldgarten wird schon seit über ein Dreivierteljahr nicht mehr gegossen gerade. Aber jetzt gehen bald die Sommertage los und deswegen fangen wir damit an. Und das andere war noch die günstigen Preise, genau. Ähm, also du kannst hier relativ günstig Land kaufen, relativ günstig Bäume kaufen, relativ günstig Mitarbeiter bezahlen und das ist alles, sage ich mal, viel machbarer als in irgendein Land, wo du praktisch die 10-fachen Preise dafür zahlen musst. Ja, also dann könnte man das hier praktisch im viel größeren Stile machen. Jetzt kommen wir auf die Kosten praktisch diesen Waldgartens. Also insgesamt ist es hier eine Größe von 1600 Quadratmeter, ja, und es war wirklich nur eine Wiese und wir hatten einen toten Baum in der Mitte der Wiese, ja, und sonst war hier nichts. Davor wurde hier Rinderwirtschaft betrieben und ja, man sieht hier, die Tiere gehen auch miteinander in Symbiose, ja, also denen geht's gut. Da hinten kann ich kurz auch mal die Katze zeigen. Toshi. Kss, kss. Ja, und die Hühner sind bei uns auch oft mit den Katzen zusammen. Also es funktioniert wirklich. Also die, ja.
Weil ich habe mal eine Diskussion in den Gruppen gelesen vor kurzem, dass Hühner nicht mit Katzen können. Und ich finde alle Tiere, wenn die miteinander aufwachsen können, miteinander, ja. Das sehen wir hier mit eigenen Augen. Ja, also wie gesagt, ich komme jetzt kurz auf die Kosten dieses Waldgartens. Wie gesagt, das sind 1600 Quadratmeter und das beschert uns viel mehr Ertrag, als wir essen können. Ja, also wir können locker Sachen verkaufen. Wenn Bananenzeit ist, wenn die blühen, dann können wir unsere Tiere damit füttern. Wir essen die und wir können die aber abgeben, entweder verkaufen oder verschenken. Wenn die Papayas da sind, da haben wir auch kiloweise Papayas. Die Himbeeren, als die jetzt geblüht haben, jetzt haben wir immer noch welche, fast 6 Monate lang hat es hier Himbeeren bei uns. Ja, und wir haben nur 9 kleine Sträucher am Anfang gepflanzt. Und also was ich euch sagen will, nach 2 Jahren und 4 Monaten haben wir schon sehr viele Lebensmittel, nicht sehr viele, sagen wir mal, viele Lebensmittel, wo sehr viel Ertrag produzieren, viel mehr als wir mit einer Familie essen können. Ja, okay, und jetzt komme ich, deswegen, jetzt lese ich, verzeiht mir, ich muss kurz ablesen, weil sonst müsste ich mir zu viel auswendig lernen und das funktioniert bei mir nicht so gut, sage ich mal, ja. Also, wie gesagt, das ist hier jetzt eher die teurere Option, ja, so einen Waldgarten aufzubauen. Ich komme aber danach kurz zu sprechen, dass es auch noch günstiger möglich ist, ja. Also, denn wir haben hier uns als erstes ein Moped mit einer Laderampe gekauft und das sind 3500 Euro. Dann haben wir uns einen Häcksler gekauft, das sind 4000 Euro. Dann haben wir ein Bewässerungssystem hier, das sind insgesamt 1628 Euro. Dann haben wir einen 10.000 Liter Tank, da sind 1250 Euro. Dann haben wir insgesamt 25 Tonnen Erde geholt, das war relativ günstig, das waren nur 188 Euro. Werkzeuge waren auch nicht sehr viel, weil wir nicht viel Werkzeug brauchen für so einen Waldgarten. Ja, das waren Macheten, Schaufeln, also Kleinwerkzeuge, sagen wir mal 200 Euro. Es war eigentlich weniger, ich habe jetzt einfach aufgerundet. Ja, dann haben wir hier Baggerarbeiten gehabt, insgesamt 20 Stunden habe ich gerechnet, natürlich ausgeliehen, den Bagger und der Fahrer, insgesamt 750 Euro. Dann kann ich auch kurz aufnehmen, warum wir immer wieder zur Seite schauen. Ja, also, Buddy, Leni, hört auf, komm, komm Buddy, komm mal her. Hier, hast du einen Stock zum Häckseln? Hier, komm, ja, so, feiner. Okay, weil ihr hört es nicht wegen dem Mikrofon, aber für uns ist es gerade ziemlich laut, weil die da rumrascheln und die bringen mich die ganze Zeit raus. Dann haben wir hier, tja, feine. Dann haben wir hier Baggerarbeiten, habe ich gesagt. Mitarbeiter habe ich gerechnet. Also insgesamt habe ich 3 Personen hier reingebracht, die 3 Wochen lang durchgearbeitet haben, also in der Kalkulation und einen Tageslohn von 120.000 Gurani. Das sind 14,63 Euro beim aktuellen Kurs von 8.200 Gurani, den Euro. Insgesamt sind wir da auf 675 Euro gekommen. Also 3 Mitarbeiter für 3 Wochen. Und das reicht locker, um so einen Waldgarten komplett zu pflanzen mit Biomassebäumen, mit Ertragsbäumen, mit ja, Mulch beschaffen. Also das ist wirklich, wirklich mehr als genug gerechnet mit 3 Wochen Arbeit, sage ich mal. Aber natürlich Vollgas geben und alles muss davor gut durchgeplant sein. Also auch, dass du nicht rumhängst 1, 2 Tage und nichts machst, sondern da ist wirklich 3 Wochen lang Vollgas arbeiten, sage ich mal, von morgens bis abends. Dann haben wir Pflanzen gerechnet und Pflanzen habe ich auch etwas teurer eingekauft. Also hier gibt es paraguayische Baumschulen, die sind sehr günstig, da kannst du einen Baum holen zwischen ab und zu 3 Euro bis 5 Euro, ja, also Mangobaum zum Beispiel. Oder du könntest praktisch in anderen Baumschulen, wo wir hier eigentlich bei Deutschen gekauft haben, das würde ich nicht mehr empfehlen. Ähm, Da haben wir die gleichen Bäume eigentlich für ab und zu 50 Euro gekauft. Ja, so ein Olivenbaum zum Vergleich hat mich 350.000 Gurani gekostet. Und dann habe ich später herausgefunden, dass ich hier einen für 50.000 Gurani auch haben könnte. Das sind ungefähr 6 Euro. Also die Bäume,
Preise für die Bäume gehen noch weit runter, weit mehr runter, als wir die gezahlt haben. Aber wir haben so ungefähr 2000 Euro gezahlt. Da sind wir auf einen Gesamtpreis gekommen von 14.191 Euro. Ja, und damit hättest du praktisch einen Waldgarten, jetzt fängt es an ein bisschen zu regnen, ein Waldgarten, der voll eingepflanzt ist, den du nur noch praktisch ein bisschen beschneiden musst immer wieder. Nicht ein bisschen viel, aber ja, das ist ja das, was auch Spaß macht dann später, damit auch zu arbeiten. Dann haben wir das Thema Instandhaltungskosten. Instandhaltungskosten ist in den ersten 2 Jahren und 4 Monaten wirklich zu vernachlässigen gewesen. Wir haben ab und zu mal Klemmen austauschen müssen oder Sprengler. Und insgesamt habe ich geschrieben, da waren wir unter 100 Euro. Also das ist wirklich zu vernachlässigen eigentlich. Genau. Es geht natürlich auch viel günstiger, das alles zu machen. Also es geht eigentlich, das alles auch fast umsonst zu machen. Wenn du das Land hast und du hast nicht das nötige Budget oder sage ich mal das nötige Kleingeld, dann könntest du viel mit Saatgut arbeiten. Also du könntest gucken, wenn der Moringa blüht oder der Ingwer blüht oder du könntest von irgendeinem Nachbar, der Mangobäume hat, hingehen, Mango Kommun einsammeln oder wenn du vielleicht selber einen hast, also das sind die ähm, einheimischen Mangos, sage ich mal, da könntest du die Bäume vorziehen und dann könntest du irgendeinen anderen Paraguayer oder Deutschen hier gehen, die haben viele diese brasilianischen Mangos und dann könnte man sich die Äste abschneiden einfach. Das lässt man dich umsonst machen. Dann könntest du diese Sachen veredeln, also injektieren und schon hättest du praktisch super Ertragsbäume und du hättest dafür kaum oder kein Geld gezahlt. Ja, also es ist sozusagen alles möglich, immer viel mehr Arbeit und viel mehr Zeit natürlich. Also du könntest auch so einen Waldgarten ohne den guten Boden aufbauen, ohne so viel Mitarbeiter, ohne Bagger, ohne Moped, einfach mit der Schubkarre oder mit Händen tragen, alles. Ja, du könntest diese Kosten fast auf null runterbringen, bloß du hättest einfach Jahre mehr Zeit gebraucht und viel mehr Arbeitsinput. Wie wir jetzt, sage ich mal. Ja, also, aber es ist möglich. Und deswegen, wenn du sozusagen die Möglichkeit hast und das Land hast, fang einfach klein an. Ja, also geh hin, pflanz dir viele nativen Bäume ein, pflanz dir viele Biomassebäume ein. Diese Bäume tun unten drunter sich vernetzen. Ich habe ja vorhin erklärt, die gehen in Symbiose. Das muss man sich vorstellen wie ein lebender Körper, wie ein lebender Organismus, das gesund wird irgendwann mal. Und dann tust du nach und nach deine Fruchtbäume einpflanzen. Und das ist wirkliches Wachstum, was du dann hast, nicht wie eine Aktie, sondern das ist dann wirklich, was dein Waldgarten mehr wert macht. Ja, also ich sehe nichts daran, so einen Waldgarten nicht zu pflanzen oder ja, also ich sehe nur Vorteile daran und deswegen appelliere ich an alle, macht es, ihr schenkt euch später eine Fülle an Früchten, an gesunden Lebensmitteln, euren Tieren, sage ich mal, als Futter vielleicht oder auch vielen Insekten. Oder ich habe ja vorhin hier die Vögel gezeigt. Ja, also ihr hilft wirklich Mutter Natur, ihr greift da unter die Arme und dafür bin ich überzeugt, kriegt ihr was Gutes zurück. Jetzt kommen wir auf die Vorteile dieses Waldgartens zu sprechen. Ich habe zwar schon die, also ich rede die ganze Zeit vom Vorteil des Waldgartens, aber noch mal ganz kurz, um das auf den Punkt zu bringen. Also, wir haben als allererstes gesunde Lebensmittel, gesunde und gut schmeckende Lebensmittel vor allem, ja, also Sachen, wo du reinbeißt und die schmecken wieder gut, ja, mit Nährstoffen drin. Dann haben wir eine Ernährungssicherheit und Freiheit dadurch, ja, automatisch, egal was mit der Währung passiert, oder egal was mit dem System außenrum passiert, wir haben immer gutes Essen. Ja? Wenn wir praktisch Süßkartoffeln oder Maniok pflanzen, eine Maniokpflanze, die ist, also übrigens, das ist eine Maniok, die ist hier, wenn ich die nicht raushole, einfach 3, 4 Jahre im Boden. Das ist eine Gemüse, glaube ich. Ja, es schmeckt so ähnlich wie Kartoffel. Ich finde es sogar leckerer als eine Kartoffel. Ja, ich bin voll auf den Geschmack gekommen. Oder eine Süßkartoffel schmeckt für mich jetzt auch viel leckerer als eine Kartoffel. Die habe ich in Deutschland nie gegessen eigentlich. Ah, doch, ab und zu mal im Restaurant habe ich die probiert bei meiner Frau. Ja, also das ist für mich alles Neuland gewesen. Und solche Sachen haben wir hier, deswegen haben wir auch eine Ernährungssicherheit, praktisch, wenn wir das im größeren Stil machen. Ich rede nicht von Selbstversorgung, ganz wichtig. Ich rede nur von
auch ein Nebeneinkommen generieren, ein anderer Vorteil, ja. Also natürlich, wenn wir das auf 1600 Quadratmeter machen und sehr viele Produkte mehr produzieren, als wir essen können, können wir sie auch verkaufen. Also Nebeneinkommen generieren. Dann ein weiterer Vorteil haben wir hier gezeigt, wir bieten für viele Kleintiere, Vögel, Insekten, Bienen, bieten wir ein neues Zuhause und ein gesundes Zuhause, ohne sie zu vergiften hier. Libellen sind hier nämlich auch sehr oft bei uns unterwegs, ja. Die helfen uns gegen die Moskitos. Also ich stehe hier gerade, ohne gestochen zu werden, wenn ihr seht. Also muss mich nicht kratzen die ganze Zeit. ähm, was noch ein sehr wichtiger Vorteil ist, wir schenken kommenden Generationen oder hinterlassen denen eine gesunde Welt. Also wir sind nicht diejenigen, die die zerstören, sondern wir bauen eine neue, schönere, bessere, gesündere, grünere Welt für sie auf. Es regnet gerade, aber egal, wir lassen uns nicht aufhalten. Wir ziehen das Video durch, weil wir müssen es online stellen, weil ich muss es meiner Partnerin rüberschicken, damit die da einen englischen Untertitel macht, sage ich mal. Und das dauert eine Menge und ich habe mich schon sowieso viel zu viel Zeit damit gelassen. Tut mir leid. ähm, ja, das andere Thema war noch, ja genau, dann wollten wir was über den ROI sagen, also Return of Invest. Also wann haben wir unsere Investmentkosten zurückgeholt? Und das ist wirklich schwierig zu sagen. Dadurch, dass, wie gesagt, das ist für uns auch alles neu. Wir machen es erst seit 2 Jahren und 4 Monaten hier eingepflanzt, theoretisch ein bisschen länger. Aber in der Praxis machen wir das erst seit 2 Jahren und 4 Monaten hier. Und das ist wirklich schwer zu sagen. Ich denke, also mit diesem kleinen Waldgarten wird es ungefähr 10 Jahre dauern, bis wir diese Kosten draußen haben. Also eine lange Zeit, ja. Also da gehst du wirklich in Vorkasse. Oder du machst es wegen anderen Werten, sage ich mal, nicht nur finanziell gesehen. Aber wenn man das im größeren Stil macht, dann kommt es, denke ich, sehr schnell. Ja, also wenn wir da auf Produkte gehen wie Papayakerne und andere Sachen, jetzt regnet es ein bisschen mehr, aber wir machen weiter. Und da kommt der Return of Invest sehr viel früher, also geschätzt nach 3 bis 4 Jahren. Ja? Ich erkläre euch auch in den kommenden Videos, warum ich so denke. Was ich hier mit diesen Videos erreichen will, also wir haben uns jetzt in der Mexican Sunflower versteckt vor dem Regen, weil wir müssen das Video durchziehen, ähm, haben leichten Zeitdruck. Und was ich hier mit dem Video praktisch erreichen will, ist, ich will viele Leute zusammenbringen, viele Leute dafür motivieren, dass sie loslegen, dass sie ins Tun kommen, ins Machen kommen, dass wir uns praktisch und bei unseren Telegram-Kanälen, also wir haben einen Telegram-Kanal, wir haben einen Instagram-Kanal, da können wir uns vernetzen, Wissen austauschen. Da sind sehr viele Leute schon dabei, wo so ein Food Forest gepflanzt haben. Schließ dich uns an, mach mit. Wenn du nicht hier bist, nicht die Möglichkeit hast, dann kannst du gerne uns hier unterstützen auf YouTube, kommentieren, liken, Videos teilen. Der Regen wird immer stärker, aber wir machen weiter. Wenn du hier bist in Paraguay oder auswandern willst und nicht die nötige Zeit oder das nötige Kleingeld hast, um so einen Waldgarten aufzubauen, dann kannst du uns gerne kontaktieren, denn wir machen schon fertige Konzepte mit Waldgärten, bauen wir für euch auf praktisch. Und deswegen kontaktiert uns einfach und wir erklären euch ganz genau, wie das alles funktioniert, ja, und auch in den größeren Projekten, wie das in Zukunft funktionieren wird. Wie gesagt, unterstützt uns einfach, auch wenn du praktisch von Deutschland aus zuschaust. Ähm, Kommentieren, liken, Videos teilen. Wir sind euch dankbar dafür und wenn ihr denkt, dass die Videos jemanden einen Mehrwert bringen, dann teilt sie gerne euren Freunden, ja, dass wir zusammen mit unseren Waldgärten und unseren weiteren Projekten wachsen. Vielen, vielen Dank.